Jetzt hatte ich vorhin mal eben die Welt erklärt und weiß nicht, was alles aufgenommen wurde. Ich hatte ein paar Tage Pause gemacht, konnte nicht fahren oder wollte nicht fahren, weil doch ziemlich viele Gewitter, schlechtes Wetter angesagt war oder es regnete auch. Und sie würden auch nicht auf mich schießen. Echt beschissen hier. Ahí tuvo un accidente hace poco un señor y Also bis hierhin ging das ganz gut. Aber was jetzt kommt, ich bin jetzt zurück auf dem TED, südwestlich von Santander, fahre Richtung Oviedo. Das ist die Route, die dann den Picos de Europa oder durch die Picos de Europa hindurchführt. Bin jetzt seit Ruente Offroad unterwegs. Das erste Stück wunderbar, so wie hier vielleicht, noch feiner zum Eingewöhnen. Da geht es hier oben lang. Schön. Da habe ich wieder mal nicht mit gerechnet. Ich dachte eigentlich, ich steige später ein in den TED. Habe jetzt gerade die paar netten Herren gefragt in den gelben Westen. Keine Ahnung, ob die auf der Jagd sind oder was auch immer. Ja, da kann man da langfahren. Es ist eine Piste, aber man kann langfahren, meint er. Schauen wir mal, wie weit ich komme heute. Ich weiß auch nicht, was alles machbar ist und irgendwie was klappt da in der Gabel. Ich dachte, es wäre Lenkkopflager, deshalb war ich auch in der Werkstatt in Oviedo, aber der konnte nichts machen, meinte, das müssen wir auseinandernehmen und da hätte er keine Zeit dafür. Schade, aber wenn ich vorsichtig fahre, nicht rennmäßig, sollte das gehen, meinte er. Solange nichts leckt, mache ich das jetzt auch. Ich möchte aber natürlich die allzu argen Sachen nicht befahren.
Also ich meinte, dieses Stück müsste gut fahrbar sein. Die Abfahrt werde ich dann schauen. Kaum hatte ich die Kameras abgestellt, kam hier dieser Abzweiger da auf diese wieder urschigere Strecke. Aber ich bin doch ein bisschen skeptisch. Irgendwie was passt mir hier nicht. Ich habe einfach das Gefühl, wenn es denn da richtig runter geht, ist diese Piste nicht wirklich toll. Ich fahre mal so weit. Ja, ich sehe es schon, das passt mir nicht. Ich drehe. Hier ist auch ein Wegweiser. Hola, buenas. ¿Conoce bien esta zona? ¿Conoce bien esta zona? Sí, va más o menos. Sí. ¿Se puede bajar acá? ¿A qué lado? ¿Acá o...? A Puente Nanza, o ¿cómo se llama? Pienso que esta es fea. Ahí tuvo un accidente hace poco un señor y... Oh. chileno me parece que era. Va por aquí cuando baja, Ajá. hay una bajada, hay una a la derecha. Sí, Y esa hace después, vuelve un poco hacia atrás. sí. Y baja a Cosío. Y este es pasable, ¿eh? Esa, sí. Bien, con la moto bien. Sí. Muchas gracias. Gracias, buen día. Okay, also der meinte, die Straße da runter mit dem Motorrad wäre machbar. Das da eben nicht gut, da wäre einer gestorben, ein Chilene. Ja, mein Bauchgefühl, ich sollte echt immer, ich sollte darauf vielleicht einmal mehr als weniger drauf zählen. Aber mir gefällt die Ecke hier, solange es so zu fahren ist, traumhaft. Aber ob die Piste da runter wirklich besser zu fahren ist, okay, er meinte das, aber haha, schau ich mir jetzt gleich an. Ja, von oben sieht das wunderbar aus. Schau mal, wenn das steiler ist. Ja, sieht immer noch gut aus. Ja. Ist die Frage, wo kam der her? Von oben oder unten? Ein typischer Feldweg, Waldstraße, wie ich sie aus der Schweiz kenne. Vielleicht da und dort ein bisschen tiefer, da steiler. Und das möchte ich jetzt überhaupt nicht schlecht gemacht haben. Ich bin natürlich froh, es ist so nicht anders. Einzige, der Regen, der hat es zum Teil ein bisschen schmierig gemacht, aber da ist ja eben ein Traktor hochgefahren. Ein richtiger Traktor mit 4 Rädern. Scheint eine beliebte Mountainbike-Strecke zu sein. Oder? Also diese Ecke da gefällt mir super.
Eine gute Alternative zum TED. Ein kurzer, heftiger, steiler Einstieg. Völlig überrascht, ein bisschen euphorisch reingefahren. Da 2 Serpentinen weiter unten von der Straße. Jetzt habe ich da schon einiges an Höhe gewonnen zur Passstraße. Die ist da auch Golau, wie heißt das, selber. Und jetzt bin ich da wieder auf dem TED Offroad. Ich denke, das erste Stück müsste machbar sein. Ja, da sind ein paar üble Sachen dann auf dem nächsten Aufstieg. Aber jetzt mache ich erstmal eins nach dem anderen. Erst versuche ich mal diese Piste. Steil, aber ja, natürlich war es ein bisschen ausgewaschen, aber eigentlich gut fahrbar hier unten. Aber schon einiges steiler als die letzte Piste. Gegenverkehr. Recht spitze Hörner. So sieht das aus hier. Okay, okay. Klettert und klettert. Da waren eben 2 sehr steile, also vor allem die zweite super steile Serpentine. Die waren aber beide betoniert, zum Glück, weil die zweite war auch betoniert, nicht ganz ohne. Da geht es jetzt runter und dann da drüben wieder hoch. Darüber. Das, wo ich das Gefühl hatte, das wäre wahrscheinlich zu arg. Schauen wir da mal. Und da auf dem Berg runter, das war der TED, den ich dann ausgelassen habe. Der sieht von weitem wieder sehr easy aus, aber ich bin ja super da runtergekommen. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das da runter geht. So, von weitem schaut das jetzt auch alles okay aus. Recht frisch hier oben, 18 Grad. Ja gut, für Offroad ist es eigentlich ideal. Ich schätze, es ist kälter, schon 17 Grad. Ich denke einfach, da ist die Temperaturmessung ein bisschen langsam. Es fühlt sich echt frischer an. Das ist nicht gut. Die Räder zu spät gesehen. Machen wir das mal. Gehen wir das mal vorsichtig an hier. Ich habe überhaupt keine Eile. Ich fahre so weit es geht. Ziemlich ähnlich wie der letzte Pass. Sowohl Auf- wie Abstieg. Speziell der Abstieg etwas durch den Wald oder eher durch den Wald. Ja, wenn das da drüben der Aufstieg ist, dann kapituliere ich glaube schon von weitem. Gibt es aber 2, 3 Straßen hoch. Ja, schwierig von weitem zu beurteilen. Ich
finde einfach nicht raus, was so scheppert da vorne. Sehr seltsam. Wenn ich stehe und da rumrüttle, dann höre ich überhaupt nichts scheppern. Irgendwie bin ich heute vorsichtiger unterwegs. Voilà. Ich glaube, das ist jetzt auch mal nicht so schlecht. Dachte ich eben schon, ich wäre unten, aber das geht ja noch ziemlich weit runter hier. Das hat getäuscht. So, da haben wir mal wieder ein Stück Offroad. Ja, 200-300 Meter weiter, quasi befestigt, das war frisch gesplittet. Jetzt geht es hier heftiger rein, so wie das von oben da drüben ausgesehen hat. Schauen wir mal wie weit, aber ja, irgendwie bin ich heute ein bisschen unsicher. Ich werde keine Experimente wagen, das soll nicht sein. Ich glaube, das lasse ich bleiben. Schauen wir das kurz an, aber... Okidoki. Ganz schlechtes Gefühl. Zum Glück kann ich da drehen. Das war's für den Moment. So, ich habe das üble Stück eben mit wahrscheinlich etwa 10 Kilometer Asphalt um den Berg rum umfahren. Und jetzt bin ich hier auf einer Piste, die scheint mir ein bisschen besser fahrbar. Und dann werde ich dann bei Gelegenheit wieder auf den TED stoßen. Aber jetzt ja, schauen wir mal erst, wie ich da hochkomme, was da wohl die bessere Variante ist. Ja, da gibt es keine andere. Sah nur danach aus. Ist schon super schade mit der Sicht. Es ist super viel Feuchtigkeit noch in der Luft und kalt ist es, feuchtkalt. Ja, vom Fahren her natürlich besser so. Da unten im Tal, da war mir jetzt echt warm, habe mir überlegt, eine Schicht wegzulassen, aber ich bin schon froh, habe ich das nicht gemacht, weil hier ist frisch. Faszinierend die Pferde, die sich nicht scheuchen lassen. Und also diese Piste ist geil. Und jetzt bin ich am TED. Der geht jetzt hier rechts wieder. Okay, und das sieht ja auch wieder besser aus. Geil. Also man muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand oder alles mitmachen. Doch, die Talseite, die ja nicht so behaart grundsätzlich, aber besser, weniger ausgewaschen.
Haben wir noch wieder ein Pässchen. Okidoki. So, da war gerade wieder ein Jäger. Den habe ich gefragt. Nach San Pedro geht das so, meint er. Und sie würden auch nicht auf mich schießen. War ich natürlich froh. Komisch. Mal schauen, ob sich jetzt diese Reihe fortsetzt. Der Aufstieg eher schottrig, ohne Wald. Und die Abfahrt dann wieder eher mit Gras in der Mitte, feucht, eher waldig, buschig. Richtig steil hier. Habe ich jetzt ein bisschen Respekt. Oho. Kommen da noch mehr? Ja, wenn der da vorne um die Ecke geschossen kommt, ja, dann geht dann einer auf Wiedersehen sagen. Ziemlich schnell. Ja, da kommen die nächsten. 2 habe ich gesehen. Warte ich jetzt die ab? Ja. Eimos? Eimos? Also bis hierhin ging das ganz gut. Aber was jetzt kommt, das gefällt mir nicht mehr. Ja, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt noch mal so weit hoch geht. Da ich noch mal nachfragen. Hola, buenas. Oh, está feo, ¿eh? ¿Bajar? Sí, bien. Mejor que esto. Sí, sí, vas a encontrar aquí arriba un poquitín de pozas, pero muy duras. Vale, bien. Muchas gracias. ¿Eh? Also, da bist du der Kurve, die man da oben sieht. Ist hässlich, die Kurve dann. Danach geht es eher flach und die Abfahrt wäre dann wieder einfach. Ja, dann werde ich das jetzt versuchen. Das sind nochmal Kontrollposten, meint er. Okidoki. Also wenn man weiß, dass da notfalls Hilfe in der Gegend ist oder man zu zweit ist, dann hilft das schon. Okay, einfach langsam, langsam. Die sieht übel aus, die Kurve. Jetzt das Momentum wieder kriegen.
echt verschissen hier. Dann bin ich ja mal auf die Abfahrt. Nein, gehen wir erstmal auf die gute Piste. Okay, mag ich mich nicht erinnern, was er da gesagt hat. Langsam, Martin, nicht gehetzt. Immer kontrolliert. Genau. Ich bin ja gespannt auf die Abfahrt. Ja. Das war jetzt alles kontrolliert und da sehe ich eine gute Piste. Geschafft. So, dann schauen wir doch mal, dass ich wieder runterkomme. Sonst geht das ja besser, aber ein bisschen Bammel habe ich schon, weil der Aufstieg war schon nicht ohne. Aber wenn er meint, das geht besser, gut, die kennen die Straßen, aber haben 4x4, egal. Fertig gejammert, gefahren. Naja, jetzt habe ich das rechts gesehen und wollte gleich umdrehen, aber auch das ist nicht ganz ohne. Das sah nach guter Piste aus, aber okay, die haben da so Rinnen gebaut, damit das Wasser abläuft und die Piste nicht wegspült. Was ja nicht ganz dumm ist, aber die ganze Piste, ja, das könnte noch abenteuerlich werden. Okay, vielleicht wieder zu viel Respekt dabei, aber wie gesagt, ich sag's wohl zu oft, alleine, das kostet dann jeweils super viel Kraft, die Maschine wieder aufzurichten, die fehlt dann je nachdem beim Fahren. Ziemlich steil. Ja, wieder so wie vorhin. Okay. Also diese Piste wurde auf Wikiloc als einfach beschrieben. Nee, da gebe ich schon ein Schwer. Eigentlich ist der größte Teil moderat, aber da oben diese beim Aufstieg Wiese und danach ist es für mich schwer. Es sieht
nicht nur steil aus. Wahrscheinlich sieht es eben überhaupt nicht steil aus, aber es ist super steil. Aber nicht so wie in Korsika. Das war damals noch steiler. Vor allem war es grober. Hola, gracias. Den hatte ich jetzt aber im richtigen Moment vor mir. Das ist jetzt super steil und das ist ähnlich beschaffen wie damals in Korsika. Aber jetzt weiß ich ja, vorne bremsen. Ist gemein, der Track. Ted macht da nur so alle 50 Meter einen Punkt. Das sieht dann nach Zickzacklinie aus und nicht nach Haarnadeln. Ja, und diese Gräben, das ist echt nicht dumm. Das sollte man einfach auf den Weg fahren und nicht in diese Gräben rein. Sonst hätte ich dann ein Problem. Ja, mit den leichten Enduros, die da die anderen gefahren sind, mögen diese Dellen lustig sein. Kann ich mir vorstellen. Dass die da alle gesprungen werden. Entweder hat es hier nicht so heftig geregnet die letzten Tage, oder diese Gräben, die tun wirklich das, was sie sollen. Die leiten das Wasser wunderbar ab. Super steil, hey, Lego mio. San Pedro de Bedoya. Ja, war ziemlich eine steile Abfahrt. Das da drüben hinter dem Baum, super, das sind die Picos de Europa. Ein fantastisches Gebirge. Diese werde ich durchfahren, wahrscheinlich nicht mehr heute. Unglaublich spektakulär hier. Diese Felsen im Nationalpark Picos de Europa. Unglaublich geil, unglaublich geil. Der Fluss heißt Gares. Da kann man rechts rein diese Schlucht durchgehen, leider. Also ja, vielleicht auch zu Recht nur zu Fuß. Aber es hat auch unglaublich viele Wanderer hier. Das ist unglaublich. Okay, es ist Samstag, aber es ist eine Völkerwanderung. So, da werfen wir jetzt einen Blick nach hinten. Ein Stück weit kann man da noch fahren. Ich biege jetzt ab Richtung Sotres. Und dann geht es morgen in aller Früh über das nächste Highlight. So hoffe ich doch. Das ist mit der Grund, dass ich hierher gekommen bin. Das habe ich nicht erwartet. Oh, Scheiße! Ah. Ah, che passata, Dio!